Hallo, Bikerinnen, alle meine Freunde aus Mallorca. Ihr dürft nicht denken, dass ich hier, wenn ich in Mallorca bin, fahre ich Motorrad, habe riesen Spaß. Nur wenn ich in Deutschland bin, dann habe ich was zu tun und nicht zu knapp. Ich schraube hier die ganzen Motorräder auseinander. Ja? Da kommen so im Durchschnitt im Jahr so 150 Stück neue und die muss ich alle zusammenbauen. Das heißt, ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt, Motorräder zusammenzubauen. Und das ist nicht so einfach und nicht so wenig. Es ist nicht so, dass ich mich den ganzen Tag zu Hause hinsetze, mir ein Ei pelle und da als, ach, du bist ja Rentner, dann brauchst du nichts mehr zu machen. Nein. Das soll ich auf Spanien machen, auf Malle machen. Das ist reines Hobby. Und was ich hier mache, das ist Arbeiten, jeden Tag, wenn ich hier bin, bis zu 8 Stunden. Und helfe meinem Sohn hier in dem Laden. Und ich mache es einfach ehrenamtlich, ohne Kohle, weil es mir Spaß macht. Motorrad ist mein Leben. Und ich zeige euch mal, was das für Kartons sind, die ich alle zusammengebaut habe und welche Karren das schon sind. Dann fällt ihr aber in Ohnmacht, das könnt ihr mir mal glauben. Nochmal, ich habe Spaß dran, diese Motorräder, die hier drin sind, die werde ich euch jetzt gleich zeigen, auszupacken, zusammenzubauen und startklar zu machen. Und das ist was mir Spaß macht. Ist das klar? Nicht, ach, der fährt nach Malle, der hat dann nur noch Motorräder, der kann da rumeiern und rumfahren. Das muss ja auch irgendwie alles passen. Denn Malle immer und den ganzen Monat, das ist dann langweilig. Da muss man hinfahren, 10 Tage und die anderen 20 Tage hier in Deutschland. Und davon muss man auch arbeiten gehen. Und nicht rumsitzen und dicken Schmierbauch kriegen. Nein, ich bin einer, der agil ist. Ich fahre Rennrad, ich fahre Motorrad und das hat einfach das erfüllt meinen Zweck. Und ich baue die Dinge hier zusammen. Alles klar, ich zeige euch mal, was ich da für Karton stehen habe. So, das fängt zum Beispiel hier bei diesen Royal Enfield Stühlen an. Die neue Royal Enfield Interceptor. Das ist also wirklich ein ganz geiler Stuhl. Der ist unheimlich beliebt. Und jetzt zeige ich euch mal die kleinen 125er. Ja, da sind Kartons, das muss ich erstmal auspacken, die muss auseinanderschrauben. Dann müssen die Motorräder ausgepackt werden. Und das ist schon eine Menge Arbeit. Und die ist jetzt schon zusammengebaut und die Kartons, die da noch stehen, das sind 125er. Die zeige ich euch jetzt auch mal. So, da stehen sie alle. Jede Menge. Und da sind schon so, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Stück sind da schon mal ausgepackt. Und da sind noch mal 20, sind 40. Die müssen aber auch alle aus den Kartons raus. Das ist, die fallen nicht von selber aus den Kartons raus. Das ist doch wohl auch klar, ne? So. Damit ihr mal Bescheid wisst, was das alles ist. So, jetzt kommt der Augenblick, wo ich den ganzen Schrott und die ganze Maschine frei mache. Das ist mal richtig eingepackt wie Pfund Butter. So ist sie eingepackt. Also die muss ich jetzt erstmal frei machen und dann kommt noch einmal ein wunderschönes Motorrad zum Vorschein. Pass mal auf. Das ist jetzt geht. Und mal richtig hochmachen, dass ich den Stuhl frei kriege. So langsam kommt er jetzt so langsam raus hier. Schirmt der Pack, seht ihr ja selber. Und dann kommt der Augenblick, wo ich mir die Farbe anschauen kann. Und da werde ich wohl mit der Ohren wackeln. Also, einmal verchromt der Tank. Super geil sieht der aus. Das kann man doch wohl sagen. Das ist doch wohl eine Optik, da kannst du ja nur von träumen. Da, was hier so rauskommt. Ne? Guck mal da. Das ist nicht mal so ganz billig. Und Tank verchromt, da kann man ja. Und sieht sowas von geil aus. Seht ihr ja selber. Ne? Das war richtig schön. Ja, das kommt alles so zum Vorschein jetzt. Der Augenblick, sag mal, wie so ein Baby, was, wenn eine Frau ein Baby kriegt, dann kommt das so raus hier, das Motorrad, aus
dieser Verpackung. Ja, so ist das. Ja, da steht das Baby jetzt. Richtig schön. Optischen Traum. Und so geht das jeden Tag weiter. Ununterbrochen. Eine nach der anderen. Wisst ihr Bescheid? So, das war das, was ich euch zu der Sache erzählen will. Was alles so ist. Bevor man so ein Motorrad ausgepackt ist, dann muss man erstmal alles abmachen, die ganzen Plastikteile und keine Kratzer sind, muss man nachgucken. So sieht das aus. Das ist ein gutes Training für mich, für meine Muskeln, damit ich meine BMW halten kann. Da muss ich das immer hochstemmen, so 5-mal hintereinander und dann habe ich meine Muskeln oben trainiert ohne Ende. So, beim 5. Mal wird es schon schwer, beim 6. Mal schmerzen die Muskeln, beim 7. Mal, oh, beim 8. Mal, beim 9. Mal, oh, beim 10. Mal, aufhören. Das sind mal ganz entspannte 25 Kilo, wie ich so denke. Die muss ich jetzt immer wegschleppen, da mache ich aber immer eine Übung bei, damit ich in Form komme. Also meine Muskeln im Rahmen. Der meine HP4, die hat Power. Da brauche ich mal richtig Power, da brauche ich einen starken Arm für. Und nochmal, ich habe keine Lust rumzusitzen. Alles klar, dann wünsche ich euch noch was. Wir sehen uns wieder, meine Freunde aus Malle, wir sehen uns wieder. Und die anderen Jungs, die hier rumfahren, alles viele schöne Grüße von KP. Alles klar.